Hallo und herzlich willkommen zurück bei Steelrising. Wir sind hier. Wir wollen... Wir gehen mal die Notiz zurückbringen. Nein, gehen wir scheinbar nicht. Ma, ihr nervt aber beide. Doch irgendwo abbiegen jetzt. Diese Art von Kompass ist mir, bringt mir genauso viel wie das bei Neo immer. Nämlich 0. Ohne Karte. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier hin, damit das jetzt eben ja nichts gebracht hat. Außer, dass ich einiges verloren habe. So. Wie hat denn der mich jetzt schon gemerkt? Oh, auch noch einer. So. Nee, da kamen wir nicht weiter, müssen hier vorne lang. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier auf jeden Fall nicht allein. Oh. Ah ja, hier war neu. Besondere Marie. Kommen wir jetzt hier hoch?
Du Blödhaufen. Oh. Da vorne steht die Kutsche. So. Dieu soit loué. It is such a blessing to see you safe and sound. This belongs to you. Bless you, whoever you are. You have our eternal gratitude. I believe you've met Monsieur Julien Raymond from distant Saint-Domingue. He's one of the most eminent members of our organization. And you, mademoiselle? What should we call you? My name is Aegis. Ah, yes. The Aegis. The mighty shield and scourge of Zeus. I wonder... Earlier, by the Pont Neuf, when you touched Monseigneur's ring, can you explain what happened? The ring called to me. It compelled me to reach out and take it. Come now. The moment I touched it, I was transported. Somewhere else. It was the same strange world that you were in, Monseigneur. Hell, you mean? Or purgatory? I saw things there. I saw Monseigneur giving a sermon. What wickedness is this? This explains the moment when you froze. And this isn't the only time you've experienced something like this, n'est-ce pas? That is correct. It also happened with two objects I found in Place Dauphine. And what happened there? That is where I found your Bible and your cross, Monseigneur. How did you know they belonged to me? They demanded to be returned to you. You did not regain consciousness until I did so. This is madness. Let us not be so quick to judge, Monseigneur. I witnessed the moment when your cross was taken from you. Then I saw you being locked in that box. Eh bien voilà. It is just as I suspected. Here, Aegis, look at this. Over the course of my research, I unearthed this ancient document. I believe I have finally uncovered its meaning. It's a triangle with an identical inscription at each corner. Nemi, memory in ancient Greek. Then, in the center, there is an open eye which symbolizes awakening. Do you understand? The images you saw, Aegis, were Monseigneur de la Far's own memories. 3 echoes of the past tied to personal objects of his. 3 Nemes, memories which some dark alchemy had taken from him. Without them, his mind would have remained lost, incomplete. He would never have regained consciousness. But by returning these 3 objects to him, Aegis, you were able to save his immortal soul. Tell me, Aegis. Did you perhaps see a leather wallet near the abbot's documents? Ah, that is unfortunate. Most unfortunate. Was war das denn jetzt bitte? Ihr hockt jetzt einfach hier so rum oder was und macht euer Ding? Monseigneur, that other world where you were held prisoner. Do you still feel its effects? This other world, as you call it, Aegis, is none other than hell itself, Gehenna. The place the Lord sends those who worship the beast, but hell didn't keep me. Has God given me a chance to redeem myself, perhaps? What task did you entrust to the abbot? The Holy Office
ordered me to keep an eye on the Comte de Cagliostro. This charlatan imagines himself to be the heir of Mesmer, the magnetizer, and seems to have ingratiated himself with the king. There have been disturbing reports about him that could lead to his excommunication. It is said that he can make the dead speak. Can you imagine? I asked the abbot to investigate the surroundings of Eugène de Vaucanson's workshop, where the count had been seen coming and going for several weeks. I cannot disclose the details of what he discovered there, but it may well be related to the events that have plunged Paris into mourning. Sie haben den Marquis de Mirabeau besucht, ihm die Sterbe. Did he tell you anything about his son? Kein Wort mehr. Ich habe diesem Mann die Beichte abgenommen und bin daher zu strengster Verschwiegenheit verpflichtet. In dieser Hinsicht gibt es keinerlei Ausnahmen. I bid you farewell, Monseigneur. Wait just a moment, s'il vous plaît. You are one of Cagliostro's creatures, are you not? What do you mean? When did you awaken? I do not understand, Monseigneur. Well, that is to say, you talk, you think, you seem to act with some sort of free will. This was not always the case, that much is clear. You must agree that not all automates are as sophisticated as yourself. I'm attempting to unravel the mystery of your true nature. Tell me, what are your very first memories? That is a question I am unable to answer. How strange. In that case, you must surely be able to tell me who taught you what you know. What I know, Monseigneur? How can I put it in a way that you'll understand? For example, you call me Monseigneur. How do you know that this is how one addresses a member of the clergy of my rank? I cannot explain it. I believe... Go on, Aegis. I believe that this knowledge is not mine. Well, I never. Did you hear that, Abbot? I caught every word, mon ami. I need a moment alone. I must read over my notes in light of what we have just discovered. Monsieur Raymond, what is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. What fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies, who would seek to maintain their precious labor force. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the Marshalsea. Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father, and also to have received an education, and to be wealthy. Naturally, that makes all the difference. Das ist interessant. Wusste ich gar nicht, dass sie dann sofort frei You are sind. quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back Taban. to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. I came to France with the aim of having an audience with the king. I hoped to convince him to use his automats for agricultural work. I was of the belief that this was the best way to ease the suffering of our enslaved brethren. Alas, it was all for naught. I was only able to get an audience with the Minister of the Navy, and even that was granted reluctantly. Later,
When the king convened the Estates General, my hopes were renewed. I saw it as an opportunity to make our voices heard. And then, mon Dieu, what a disaster, Aegis. What a complete disaster. So, hier lag noch ein Zettel rum. Männerversammlung. Eine Rede Julien Raymonds. Durch das Gesetz und nur durch das Gesetz werden wir die Überreste der Feudalherrschaft und die Ungleichheit zwischen den Bürgern beseitigen. Zur Durchsetzung braucht das Gesetz jedoch die nötige Schwere. Nur so kann es die barbarischen Vorurteile und erniedrigenden Regeln verdrängen, die derzeit in unseren Kolonien vorherrschen. Eine einfache Aufzählung des Unrechts wird sie von dieser Notwendigkeit überzeugen. Sie müssen wissen, dass in Saint-Domingue jeder Dunkelhäutige, der es wagt, einen Weißen zu schlagen, und sei es auch in Reaktion auf einen Schlag des Letzteren, mit äußerster Härte bestraft wird. Die Vorurteile sind derart ausgeprägt, dass der arme Mann getötet wird, ohne dass irgendein Kolonist sich über diese eklatante Ungerechtigkeit aufregt. Sie müssen auch wissen, dass ein Weißer, der meint, von einem Dunkelhäutigen beleidigt worden zu sein, diesen straflos misshandeln darf, ohne dass die Justizbehörden der Auseinandersetzung irgendeine Beachtung schenken. Nur der Weiße hat Anspruch auf Wiedergutmachung. Ich sage da jetzt mal nichts zu. Beim nächsten Text sage ich dann mal wieder was dazu. Vor allem, warum kommt da so viel weißer Raum? Monsieur, angesichts dieses Obskurantismus muss die Gerechtigkeit unbedingt ein Schwert tragen und es ist an uns, sie zu bewaffnen. So. Nun gut, was haben wir vor? Wir haben irgendwie nur noch eine Hauptaufgabe. Aegis muss die Kutsche und nach Dingsbums gehen. Hier haben wir diese Notiz gefunden. Mein liebster Rose, möge es dir gut gehen. Da haben wir wieder eine Hauptaufgabe. Nebenaufgabe. Hier haben wir nichts scheinbar. Hier haben wir Hauptaufgabe. Wir haben zweimal die Spurfolgen. Also ich würde gerne mal nach Tuilerien zurückgehen. Meint er, wir sterben? Ah, fast. Alles. Ach so, stimmt. Warte mal, hier können wir mal schnell unser Level voll machen. Ah. Bevor wir hier nach Tuilerien gehen. Au. Na, jetzt lege ich es aber drauf an hier. So, sterb doch endlich.
Ach, da oben ist auch noch... Das ist jetzt aber doof. Wo ist unsere pferdelose Kutsche? Davon. Geh mal kurz speichern und dann holen wir uns die beiden Hunde nochmal. Dann müsste ja eigentlich reichen. So. Ach, der ist auch wieder da. Dann nehmen wir doch den. Ja, noch nicht ganz. Ah, 101, sehr gut. Mit 101 zurück nach Tuilerien. Wir haben doch auch diese komischen Hosen bekommen da. Diese Bürgerhosen. Hosen, aber ich glaube, ja, die war irgendwie kacke. Ausdauer halt. Ein Kleid. Hier haben wir auch die Schuhe bekommen. Auch nicht so geil. Oh, verbesserte Brandgranate. Plus 20. Wir nehmen noch einmal das und dann müssen wir mal anfangen. Konstruktion. Beute. Nee, das brauche ich nicht unbedingt. Ausdauer ist halt cool. Kritische Treffer. Kritische Treffer und nicht kritische Treffer. Okay. Wir reisen nach Tuilerien. Boutique. Das ist aber teuer. So, Quai de Louvre. Ha! Oh, ich habe falsch ausgewählt. Nein! Ach, das ist aber kacke, dass man das immer... die Nase krabbelt. Ah, gut, wir haben wieder 100. Wo geht's hier hin? Nee, man kann leider nicht aufmachen. Ach ja, ist erlaubt. Hier drüber. Ach ja. Bronzebarren. Schade eigentlich. Okay, aber wir haben Bronzebarren gefunden. Jardin. Das dürfen wir nicht aufmachen.
Au. Hier kann man leider nichts aufmachen, aber hier konnte man rein, habe ich gesehen. Hier. Konnte man, hier kommt man gar nicht rein. Okay. Gut, man kann hier nicht rein, aber man kann hier rein gucken. Ist das vielleicht das Stadthaus von dem anderen? Da kann man nicht rein und von da aufmachen. Da ist ein Sack. Hier kommt man auch nur hier hin. Und hier ist nichts leider. Nun gut, dann gehen wir halt woanders hin. Wir müssen uns aber erstmal aufladen, weil... Ich war wieder zu leichtsinnig. Korrespondenz? Nee, wir haben nichts. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.